Lori Vallow Daybell wurde 1973 in Kalifornien geboren. Sie wuchs in einer großen und harmonischen Familie auf. Lori hatte 3 Schwestern und 2 Brüder, Alex und Adam. In ihrer Kindheit hatte Lori keine besonderen Hobbys. 1992, als Lori 19 Jahre alt war, heiratete sie ihren Schulfreund. Schon während der Schulzeit waren die jungen Leute wahnsinnig ineinander verliebt. Doch zur Überraschung vieler hielt diese Ehe nicht lange. Nach einem Jahr ließen sich Lori und James scheiden. Die junge Frau trauerte nicht lange und heiratete bereits nach ein paar Jahren erneut. Diesmal William. 1995 wurde Lori zum ersten Mal Mutter eines wunderschönen Jungen, den sie Rain nannte. Zunächst schien es, als wäre dies die Liebe fürs Leben. Doch als Rain 3 Jahre alt wurde, erlebte Lori erneut eine Scheidung. Im Jahr 2002, 3 Jahre später, heiratete sie zum 3. Mal. In dieser Ehe brachte Lori eine Tochter namens Tyna zur Welt, doch bereits 2 Jahre später, im Jahr 2004, reichte die Frau erneut die Scheidung ein. Diesmal gelang es Lori nicht, sich friedlich von ihrem Mann zu trennen, und die ehemaligen Ehepartner stritten sich ständig. Die Mutter der beiden Kinder beschloss, sich an ihren älteren Bruder Alex zu wenden, damit dieser sich für sie einsetzte. Sie sagte, ihr Ex-Mann beleidige sie unaufhörlich und bedrohe sie zudem. Einmal habe er sie mit einem Elektroschocker angegriffen. Loris Bruder setzte sich für seine Schwester ein, doch für ihn endete die Situation in einer Katastrophe. Alex wurde wegen der Schlägerei zu 3 Monaten Haft und 5 Jahren auf Bewährung verurteilt. Lori Vallow. Daybell war eine attraktive Frau. Sie gefiel den Männern immer, die ihr oft mehr Aufmerksamkeit schenkten, als es nötig war. Die Frau wusste, dass sie mit ihrem Charme das andere Geschlecht anzog und nutzte dies oft aus. Lori nahm sogar am Schönheitswettbewerb Miss Texas teil, zu einer Zeit, als sie ihre 3. Scheidung durchlebte. Von Natur aus war Lori freizügig. Obwohl sie sich leicht verliebte, band sie sich nie an eine einzige Beziehung. Wenn ihr plötzlich etwas nicht passte, zog es Lori immer vor, alles hinter sich zu lassen und zu gehen. Sie litt nicht unter Trennungen, im Gegensatz zu jenen Männern, die das Glück hatten, einmal eine Beziehung mit der Blondine einzugehen. Egoismus war das Hauptmerkmal des Charakters der attraktiven jungen Frau, denn sie spürte, dass sie ganz sicher nie allein bleiben würde. Im Jahr 2005 verliebte sich Lori erneut in Charles, so hieß der Mann, der für seine Geliebte zu allem bereit war. Charlie war ein charmanter Mann, arbeitete zudem viel und hatte sein eigenes Unternehmen. Er war 49 Jahre alt, also viel älter als Lori, aber optisch waren sie ein perfektes Paar. Schon ein Jahr später heirateten Lori und Charlie, diesmal war die Frau überglücklich. Plötzlich bildete sich eine große, glückliche Familie, denn Charles hatte ebenfalls 2 Kinder aus einer früheren Ehe, 2 Söhne, Nicholas und Zach. So entstand eine große, geeinte und harmonische 6-köpfige Familie. Von außen betrachtet schien es eine ideale Verbindung zu sein. Charles, der Familienvater, verdiente gut. Er konnte alle, die mit ihm unter einem Dach lebten, vollständig versorgen, einschließlich Loris' Kinder. Im Jahr 2014 beschloss das Paar sogar, Charles' Neffen JJ bei sich aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt lebten die 3 erwachsenen Söhne von Lori und Charles bereits woanders und das Ehepaar zog nur noch 2 Kinder groß, die Tochter Tyna und den Adoptivsohn JJ. Da Lori nirgendwo arbeitete, widmete sie sich ganz der Kindererziehung, doch wie so oft begann Lori das eintönige Leben zu langweilen. Die Frau schlug vor, lass uns nach Hawaii fahren. Denn sie hatte eine Idee für ein neues Geschäft. Der bis über beide Ohren verliebte Charles stimmte zu. Das Ehepaar packte seine Koffer und machte sich auf den Weg in ein neues Leben auf den Inseln. Lori und Charles eröffneten ihre eigene Bar am Strand. Sie boten ihren Gästen natürliche Getränke an. Die ganze Familie genoss die glückliche Zeit, die sie dort verbrachte. Lori und ihre Tochter begannen, wunderschöne Fotos von diesem schicken Ort am Strand zu teilen. Während ihres Aufenthalts auf der Insel begann Lori, sich für das Lesen zu begeistern. Besonders interessierte die Blondine eine Reihe religiöser Bücher, deren Autor Chet war. Sie schaute sich um, und es kam ihr vor, als würde die Umgebung am Ufer einem paradiesischen Ort gleichen. Allmählich veränderten sich das Verhalten und die Weltanschauung der Blondine.
Doch damals nahm niemand Notiz davon. Im Jahr 2016 ging das Geschäft von Laurie und Charles bankrott. Dem Ehepaar blieb nichts anderes übrig, als ihre Sachen zu packen und nach Kalifornien zurückzukehren. In diesem Moment begann die glückliche Ehe nach und nach zu zerbrechen. Schon zu Hause begann Laurie sich weiterhin für die Reihe religiöser Bücher von Chad Daybell zu begeistern. Sie schienen sie gedanklich wieder an den Ort zurückzubringen, von dem sie gezwungen war wegzugehen. Nach einiger Zeit erfuhr Laurie, dass unweit von ihrer Stadt ein Treffen mit Chad Daybell stattfinden würde, jenem Autor der religiösen Bücher. Der Mann veranstaltete Treffen für seine Anhänger und Laurie nahm ihre Freundin Melanie mit. Laurie begab sich zu dem Treffen, das den Titel Vorbereitung der Menschen trug. Während des Seminars war Laurie von Chad und seinen Erzählungen fasziniert und ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, nach dem Vortrag auf ihr Idol zuzugehen und ihn näher kennenzulernen. Seitdem war Lauries Leben nicht mehr dasselbe. Die beiden fanden sofort eine gemeinsame Sprache und offenbar gefiel Chad die charmante Laurie auf Anhieb. Er begann sogar, seine typischen spirituellen Vorstellungen anzuwenden und sagte, dass sie in den vergangenen 7 Leben Mann und Frau gewesen seien und nun die Zeit gekommen sei, sich erneut zu treffen, diesmal in neuen Körpern. Nach dem Treffen mit ihrem Idol ging Laurie nach Hause. Doch das bedeutete nicht, dass der Kontakt zwischen den beiden abbrach. Die Blondine schrieb ständig mit Chad und hielt telefonischen Kontakt zu ihm. Nach ein paar Wochen ging Charles auf Geschäftsreise. Die Frau nutzte die Gelegenheit und lud Chad zu sich nach Hause ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Treffen keinen romantischen Unterton, da an jenem Abend Lauries Freundin Melanie sowie andere Anhänger der religiösen Lehren, die Chad verbreitete, anwesend waren. Den ganzen Abend unterhielten sich die Bekannten darüber, wie wichtig es sei, auf den Mentor zu hören und wie wichtig es sei, mit Gott zu sein. Den ganzen Abend ließ Chad seine Augen nicht von Laurie ab und verpasste keine Gelegenheit, ihr vor der ganzen Gesellschaft Komplimente zu machen. Das schmeichelte Laurie sehr. Chad Daybell unterschied sich schon immer von anderen. Der Mann wurde 1968 geboren. Als Teenager lernte Chad Tammy kennen. Sie waren lange zusammen und heirateten, als der Mann bereits 22 Jahre alt war. Chad arbeitete zunächst als Journalist, gründete aber später sein eigenes Unternehmen. Er eröffnete einen Buchverlag. Die Hälfte der von seiner Firma veröffentlichten Bücher war religiöser Natur. Tammy und Chad hatten 5 Kinder. Eines Tages, so der Mann, sagte Gott ihm, er solle nach Rexburg im Bundesstaat Idaho ziehen, weil Chad etwas Besonderes sei und eine besondere Mission auf der Welt habe. Er gehorchte Gott und tat, wie dieser ihm befahl. Er teilte die Menschen in helle und dunkle ein. Alles um ihn herum wurde in 2 Kategorien unterteilt. Der Mann erklärte dies so: Die dunklen Menschen waren irdisch und Anhänger von Satan, während die hellen Menschen Anhänger Gottes waren. Chad erzählte Laurie, dass sie ein heller Mensch sei. Mehr noch: Laurie war laut Chad ein ewiges Wesen mit vielen Leben. Die Frau hatte bereits 21 Leben gelebt, von denen 5 als Blondine auf der Erde verbracht worden seien, die übrigen auf anderen Planeten. Die verzauberte Frau glaubte ihrem Idol. Mehr noch: Diese Wahrheit gefiel ihr, denn sie war laut Chad etwas Besonderes. Laurie wurde buchstäblich besessen von ihrem neuen Lebensziel. Chad wurde für sie fast schon zu einem Gott. Bei einem weiteren Treffen mit Chad erfuhr Laurie sogar Einzelheiten über ihre Familie. Der Mann ordnete auf der Grundlage seines Systems alle Familienmitglieder den Kategorien der hellen und dunklen Menschen zu. All dies führte dazu, dass Laurie sich immer weiter vom realen Leben entfernte. Jeden Tag widmete sie sich religiösen Ideen, die anscheinend von Chad selbst erfunden waren, und Laurie glaubte, dass die Welt in helle und dunkle Menschen geteilt sei. Die Dunklen nannte sie Zombies. Und die Mutter von 2 Kindern war überzeugt, dass sie tatsächlich ein ewiges Wesen sei, dessen Mission auf diesem Planeten darin bestehe, eine Gruppe von 144.000 Menschen anzuführen. Charles konnte die Veränderung bei seiner Frau nicht übersehen. Er begann oft mit ihr zu streiten und versuchte, sie aus diesem Zustand herauszuholen, doch Laurie wollte nichts davon hören. Am 31. Januar musste Charles erneut auf Geschäftsreise gehen, was sein Beruf erforderte. Die Reise dauerte eine Woche. Doch nach 5 Tagen brach der Kontakt zu Laurie ab, obwohl sich neben ihr auch die Kinder im Haus befanden. Der Mann machte sich große Sorgen.
Charles kehrte von seiner Geschäftsreise zurück, nahm direkt am Flughafen ein Taxi und fuhr nach Hause. Wie groß war seine Überraschung, als er feststellte, dass die Schlösser im Haus ausgetauscht worden waren. Seine Sachen lagen in der Mülltonne neben dem Haus. Aber das war noch nicht alles. Alle Ersparnisse von Charles, die zu diesem Zeitpunkt etwa $35.000 betrugen, waren von seinem Konto abgehoben worden. Der Mann wandte sich sofort an die Polizei. Charles erzählte alles, einschließlich seiner vergeblichen Versuche, mit seiner Frau und seinen Kindern Kontakt aufzunehmen. Wie hatte sich Laurie in letzter Zeit verhalten? Die Frau hielt sich für ein wiederauferstandenes Wesen. Außerdem hatte Laurie gedroht, ihren eigenen Mann zu töten. Kurz vor der Abreise kam es zu einem Streit zwischen ihnen, bei dem Laurie erklärte, dass vor ihr nicht ihr Ehemann Charles stünde, sondern jemand anderes und dass dieser andere etwas mit ihrem Ehemann gemacht und sich dann in dessen Körper eingenistet habe. Die Polizei nahm Charles' Worte natürlich nicht ernst und vermutete, dass der Ehemann seiner Frau auf diese raffinierte Weise eins auswischen wolle. Laurie war verschwunden und 2 Monate lang wusste niemand, wo sich die Frau und die beiden Kinder aufhielten. In dieser Zeit reichte Charles die Scheidung ein. Später stellte sich heraus, dass die Frau in dieser Zeit nach Hawaii geflogen war, um sich zu erholen, aber niemanden darüber informiert hatte. Am 11. Juli 2019 ging bei der Polizei ein Anruf ein. Ein aufgeregter Mann teilte mit, dass er einen Mord begangen habe. Es war Lauries Bruder. Bei der Polizei erzählte der Mann, dass er seine Schwester verteidigt habe, sich mit dem Angreifer gestritten und Charles dabei versehentlich erschossen habe, wobei er in Notwehr gehandelt habe. Angeblich sei Charles betrunken zu ihm nach Hause gekommen und habe während des Streits den Bruder seiner Ex-Frau mit einem Baseballschläger auf den Hinterkopf geschlagen. Alex habe daraufhin seine Pistole gegriffen und auf den Mann geschossen. Charles starb im Wohnzimmer des Hauses. Im selben Haus befanden sich auch die Kinder. Als die Polizei am Tatort eintraf, trauten sie ihren Augen nicht. Die Beamten hatten erwartet, die Anwesenden in einem durch das Geschehnis bedrückten Zustand vorzufinden, doch an der Tür empfing sie Laurie, die völlig ruhig wirkte. Die Frau benahm sich, als wäre nichts geschehen, und als die Beamten begannen, sie zu befragen, lachte sie sogar und machte sich über das Geschehene lustig. Als die Polizei am Abend desselben Tages wegfuhr, beschloss Laurie, eine Party im Haus am Pool zu veranstalten. Während der Befragung von Lauries Bruder Alex durch die Polizeibeamten fiel ihnen eine Unstimmigkeit auf. Der Mann versicherte, dass der Täter ihn mit einem Schläger auf den Hinterkopf geschlagen habe, doch bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Wunden viel zu klein waren, als dass ein Mann wie Charles, der mehrere Jahre Baseball gespielt hatte, einen so schwachen Schlag hätte ausführen können. Alex engagierte sofort einen guten Anwalt und der Mann wurde bereits am nächsten Tag unter Vorbehalt weiterer Ermittlungen freigelassen. Ebenfalls an diesem Tag schrieb Laurie SMS-Nachrichten an die erwachsenen Söhne von Charles, Nicholas und Zachariah, dass ihr Vater verstorben sei. Die Frau machte sich nicht einmal die Mühe, ihre Verwandten anzurufen, da sie entschied, dass die Nachricht allein ausreichen würde, damit die Verwandten anreisen und die Beerdigung organisieren könnten. Auch Charles' Ex-Frau informierte sie auf diese Weise. Nach einiger Zeit beschloss Laurie, zusammen mit den Kindern, ihrer leiblichen Tochter Tylee und ihrem Adoptivsohn JJ nach Rexburg, Idaho zu fliegen, wo Chet mit seiner Familie lebte. Damit war die Geschichte dieser schrecklichen Ereignisse jedoch noch nicht zu Ende. Anfang September meldete Laurie JJ in der Schule an, doch aus irgendeinem Grund meldete sie ihre Tochter Tylee dort nicht an. Am 8. September machte sich die Frau zusammen mit den Kindern auf den Weg in den Nationalpark. Ihr leiblicher Bruder Alex begleitete sie. Alle Familienmitglieder wirkten glücklich, doch es war das letzte Mal, dass Tylee lebend gesehen wurde. Am nächsten Tag verschwand Tylee, doch überraschenderweise meldete Laurie dies nicht der Polizei, da Laurie erst kurz zuvor mit den Kindern in einen neuen Bundesstaat gezogen war. Niemand aus dem engen Umfeld bemerkte ihr Verschwinden. JJ ging am nächsten Tag zur Schule. Etwa 2 Wochen lang besuchte der Junge den Unterricht und nichts deutete auf Unheil hin. Eine Überwachungskamera auf der Straße filmte, wie JJ mit Nachbarsjungen im Hof Fußball spielte. Wie im Fall von Tylee war dies auch das letzte Mal, dass der Junge lebend gesehen wurde.
Am 23. September rief Laurie in der Schule an und teilte mit, dass JJ den Unterricht nicht mehr besuchen werde. Auf die Frage des Lehrers, warum die Mutter diese Entscheidung getroffen habe, antwortete Laurie, dass sie wolle, dass ihr Sohn zu Hause unterrichtet werde. Niemand sah die Kinder mehr. Nach einigen Monaten begannen Verwandte und Freunde, die zwar in einem anderen Bundesstaat lebten, sich um das Schicksal der Kinder zu sorgen, denn Laurie hatte sich zwar gelegentlich gemeldet, während über Tylee und JJ nichts bekannt war. Wenn man Laurie nach dem Schicksal der Kinder fragte, antwortete sie knapp, dass es ihnen gut gehe. Und wenn die Großeltern von Tylee oder JJs Großeltern baten, mit ihnen per Videotelefonie zu sprechen, sagte Laurie: „Ich weiß nicht, wo meine Kinder gerade sind. Ich glaube, sie sind bei Freunden oder auf einem Schulausflug." Am 9. Oktober fuhr Chads Ehefrau Tammy vor ihr Haus. Die Frau parkte und ging zum Kofferraum, um die eingekauften Lebensmittel herauszuholen, als plötzlich ein maskierter Mann von hinten auf sie zukam. Als sich Tammy umdrehte, sah sie den Fremden und begann zu schreien. Der Mann schaffte es ein paar Mal zu schießen, verfehlte sie jedoch. Aus Angst floh der Täter. Tammy erzählte ihren Freunden von dem Überfall, ging aber nicht zur Polizei. 10 Tage später wurde Tammy tot in ihrem Bett aufgefunden. Ihr Ehemann rief die Polizei an und teilte mit, dass er seine Frau leblos im Bett gefunden habe und sie wahrscheinlich im Schlaf gestorben sei. Äußerlich sah der Tod tatsächlich wie ein natürlicher aus, doch den Behörden wurde vorgeschlagen, eine Obduktion durchzuführen, um ein detaillierteres Bild des Geschehens zu erhalten. Da der Mann tiefgläubig war, hatte er das Recht, die Obduktion abzulehnen, und er machte davon Gebrauch. Die Behörden waren gezwungen, die Ablehnung des Mannes zu akzeptieren. Danach trauerte er nicht lange und 2 Wochen später flogen Laurie und Chad nach Hawaii, wo sie Mann und Frau wurden. Das frisch vermählte Paar veröffentlichte auf Facebook ihre glücklichen Hochzeitsfotos, auf denen sie ganz in Weiß am Ufer des Pazifiks zu sehen waren. Kinder waren nicht dabei. Nach diesem unerwarteten Ereignis beschloss die Polizei, diese Leute genauer zu beobachten. Nachdem das frisch vermählte Paar nach Hause zurückgekehrt war, verhielten sie sich weiterhin nicht weniger seltsam. Auf die Frage von Verwandten, wo Tylee oder JJ seien, antwortete Chad, dass Laurie niemals eine Tochter gehabt habe, während Laurie selbst sagte, dass ihre Tochter bereits vor einigen Jahren verstorben sei. Da der Junge im September in der Schule angemeldet war und laut Unterlagen als im Bundesstaat wohnhaft galt, beschloss die Polizei im November, eine Überprüfung der Schulbesuche von JJ durchzuführen, und die Beamten machten sich auf den Weg nach Hause, um das Kind zu besuchen. Laurie öffnete die Tür und antwortete mit ihrer gewohnten Gelassenheit, dass ihr Sohn nicht zu Hause sei. Angeblich sei der Junge mit ihrer Freundin Melanie nach Arizona gegangen. Als die Polizei Melanie ausfindig machte und sie zu JJ befragte, war sie überrascht. Melanie antwortete, sie habe den Jungen seit mehreren Monaten nicht gesehen. Mehr noch, kurz vor dem Besuch der Polizei habe angeblich Laurie sie angerufen und sie gebeten, die Behörden zu belügen und zu sagen, dass JJ bei ihr sei. Die Polizei erklärte erhöhte Bereitschaft, da sie vermutete, dass die Sache keineswegs sauber sei. Bereits am nächsten Tag begaben sich die Polizisten, bewaffnet mit einem Durchsuchungsbefehl, zu Loris und Chads Haus, doch die beiden waren nicht zu Hause. Es stellte sich heraus, dass das Paar plötzlich weggeflogen war. Daraufhin meldete die Polizei die beiden Kinder offiziell als vermisst. Die Strafverfolgungsbehörden mussten ohne deren Erlaubnis in Loris und Chads Haus eindringen. Sie beschlagnahmten Computer, Tagebücher und Telefone, alles, was auch nur den geringsten Hinweis auf den Verbleib der beiden Kinder liefern konnte. Es wurde bekannt gegeben, dass, sollten sie sich nicht innerhalb von 5 Tagen bei der Polizei melden, sie unter dem Vorwurf der direkten Beteiligung am Verschwinden der Minderjährigen verhaftet würden. Am 12. Dezember 2019 starb plötzlich Lauris Bruder Alex, der seine Schwester ihr ganzes Leben lang vor den Angriffen ihrer Ex-Ehemänner beschützt hatte. Bei dem Mann wurden nach der Obduktion Blutgerinnsel gefunden. Da Laurie die Kinder nicht innerhalb der festgelegten Frist vorzeigte, wurde sie am 20. Februar 2020 verhaftet. Doch selbst die Verhaftung der Frau trug immer noch nicht dazu bei, die Wahrheit über den Verbleib der beiden minderjährigen Kinder herauszufinden. Niemand wusste, wo sich Tylee und JJ derzeit befanden und was mit ihnen geschehen war. Mehrere Monate lang gelang es der Polizei nicht, von der Mutter die Wahrheit zu erfahren. Laurie erzählte ständig Lügen.
und schwieg manchmal einfach. Am 9. Juni 2020 kam die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl zur Durchsuchung von Chads Haus. Mehr als 3 Stunden lang suchten die Beamten nach dem kleinsten Hinweis. Es gelang ihnen, etwas Schreckliches zu entdecken. Neben seinem Schuppen hinter dem Haus fanden Polizeihunde eine kleine Leiche und Überreste. Mit Hilfe von Untersuchungen und DNA-Analysen konnte bestätigt werden, dass es sich um die Leichen von JJ und Tylee handelte. Endlich hatte man etwas gefunden, doch für die Angehörigen und Freunde war dies keine gute Nachricht. Die Familie hatte bis zuletzt gehofft, dass es den Kindern gut gehen würde. Chad Daybell versuchte zu fliehen, wurde jedoch bereits am nächsten Morgen um 11 Uhr gefasst. Dem Mann wurde Anklage wegen Verschleierung einer Straftat und Fälschung von Beweismitteln erhoben. Derzeit befinden sich Lori Vallow Daybell und Chad Daybell im Gefängnis, doch damals war ihr Prozess erst für 2023 angesetzt. Zeugenaussagen zufolge begann Lori, die Kinder nach ihrem Verschwinden als Zombies und dunkle Wesen zu bezeichnen, und obwohl die Ermittlungen noch liefen, könnte genau dies der Grund dafür gewesen sein, dass die Mutter beschloss, ihren Kindern so etwas anzutun. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.